Hallo und herzlich willkommen. Ich mache mich heute mal klein, damit ihr den Star des kommenden Videos euch genau angucken könnt. Das ist der Pössl Vanstar. Lange hat es gedauert, aber endlich ist er da. Wir wissen jetzt, was er kosten soll. Wir wissen, wie er aussieht. Und das schauen wir uns in dem heutigen Video mal ganz genau an. Ja, herzlich willkommen. In dem heutigen Video zeige ich euch alle Details zu dem neuen Pössl Vanstar. Quasi dem kleinen Bruder von dem Campstar, den ihr auch im Video demnächst seht oder vielleicht schon gesehen habt. Wir wissen nicht genau, in welcher Reihenfolge was kommt. Was ist die Aufgabe des Vanstars, ich sag mal, in dem Pössl-Kosmos? Ich glaube, das kann man ganz einfach zusammenfassend sagen. Ihr wollt eigentlich eine V-Klasse oder ein Multivan und sagt, es wäre schon cool, wenn wir alleine zu zweit, zu viert da drin mal schlafen können. Aber eigentlich wollen wir einen normalen Pkw im Alltag haben. Dann ist der Vanstar genau euer Ding. Das ist nämlich untenrum die normale V-Klasse bzw. der Vito, je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet. Ihr habt also unten die volle Bestuhlung. Hier sind jetzt 6 Einzelsitze drin, die im Einzelnen total komfortabel sind. Also ein richtiger Familien-Großraumtransporter. Und das Ganze gepaart mit einem super schicken Dach. Man verliert keine Tiefgaragentauglichkeit, weil auch so er unter 1,95 hoch ist. Das Dach ist schick und wenn wir hier mal die Türen zumachen, so wie er hier steht, das müsste, wir haben noch nicht genau alle Details zu allen Listen, aber meiner Meinung nach ist das ein AMG-Leinwagen. Hinten steht 300D drauf, das heißt, wir haben 240 PS. Wir haben 9-Gang Automatik, eine echte Wandlerautomatik, wir haben Allradantrieb mit drin, wir haben schicke Felgen, wir haben LED-Scheinwerfer hier vorne, wir haben den bei Mercedes so ein bisschen gehypten und ja stimmt, daran erkennt man, glaube ich, dass eine AMG-Line ist, diesen Diamantgrill hier vorne mit drin. Wir haben, wenn ich es richtig gesehen habe, hier vorne eine kleine Frontkamera mit dabei. Also das ist wirklich ein Fahrzeug, da bewegt ihr euch absolut auf Pkw-Niveau. Und wenn man sagt, das ist der Anspruch, den ich an ein Auto habe, meine Familie oder mich selber komfortabel auf langen Strecken von A nach B transportieren, vielleicht nochmal ein Rennrad oder ein Mountainbike mitnehmen und das Ganze eben in der Tiefgarage parken zu können, dann ist der Vanstar genau das, was da ist. Grundsätzlich ist es ja bei Pössl so, dass wir 2 Schwestermodelle haben. Den Vanstar als die quasi Pkw-Variante und den Campstar als die Wohnmobil-Variante. Beide Fahrzeuge sind prinzipiell so, dass ihr die Wahl habt zwischen 2 verschiedenen Basisfahrzeugen. Und dafür hole ich jetzt doch nochmal meine Liste mit raus, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Und zwar gibt es einmal als Basis den Vito Tourer. Das ist so ein bisschen die Richtung Transporter. Ich sag mal, alle Basics, die man braucht. Serienmäßig von außen, keine lackierten Stoßfänger, ein bisschen weniger Ausstattung und auch ein etwas einfacheres Cockpit. Da machen wir euch jetzt einfach mal ein Bild mit rein, weil beide Fahrzeuge, die hier stehen und die wir in den Videos haben, die V-Klasse sind. Wenn ich den Vanstar als Vito Tourer Basisfahrzeug nehme, 140 PS, 9-Gang Wandlerautomatik, dann habe ich einen Grundpreis von 37.999 €. In diesem Grundpreis ist es schon ein fertiges Wohnmobil, das heißt, er hat eine klitzekleine alibimäßige Kochmöglichkeit. Die werdet ihr in der Praxis kaum nutzen, die hat aber den netten Nebeneffekt, dass ihr in der Versicherung Wohnmobil seid und dass ihr steuerlich Wohnmobil seid. Und damit wird das Auto im Unterhalt eine ganze Ecke günstiger, als wenn ihr einen normalen Vito Transporter kaufen würdet. So wie er hier steht, zugegebenermaßen ist es ein anderes Auto. Das heißt, großer Motor, viel Ausstattung, schicke Sonderfarbe. Hier haben wir ein V300D. Da fährt ein Golfkart rückwärts, das bin nicht ich, der so piept. Der V300D hat 240 PS, serienmäßig auch eine 9-Gang-Automatik. So kostet er im Grundpreis knapp 54.000 €. Das heißt, auch da, glaube ich, ist es ein super attraktiver Grundpreis. Das wird sich aufsummieren und ehrlicherweise mit den Sachen, so wie er da steht, wird das ein Auto sein, das wird irgendwo Richtung 65.000, 70.000 € gehen. Aber was euch einfach klar sein muss, ist, verglichen mit anderen Fahrzeugen, gleicher Ausbau, ist Pössl preis-leistungsmäßig immer ganz weit vorne. Da bin ich gespannt, wie es im Detail aussehen wird. Das muss ich mir selber alles auch nochmal zurechtlegen und gucken. Aber auf jeden Fall sind die Preise schon mal so, dass man alle Motorisierung von 140 über 160, 190 und 240 PS haben kann, als Heckantrieb oder als Allradantrieb. Und soweit ich das bisher in den Listen gesehen habe, tatsächlich alle Fahrzeuge serienmäßig die Automatik sogar schon mit dabei haben. Ich finde auch die Optik von hinten hat sich echt
rausgeputzt. Das muss man schon sagen für einen Transporter. Das hat schon wenig mit Transporter zu tun. In diesem AMG-Thema haben wir hier oben so eine kleine Spoilerlippe. Ob man die jetzt beim Transporter braucht, weiß ich nicht genau. Genauso wie die Frage ist, ob ein Diffusor hier unten wirklich notwendig ist, weil 240 PS in Transporterdimension sicherlich schnell ist. Aber ob der wirklich mit dem Tempo die Bodenhaftung verliert und ob so ein Diffusor was bringt, weiß ich nicht. Aber da ist Mercedes natürlich über diese AMG-Line von den ganzen Supersportwagen total inspiriert und man will das natürlich über die gesamte Produktlinie durchziehen. Was bei dem Wagen total cool ist, ist, dass ihr hier die Scheibe getrennt öffnen könnt und guckt euch mal die Öffnungsgröße hier an. Das ist echt cool. Wir haben das ja beim Space Tourer auch, da finde ich schon sau cool. Aber hier, da kann ich ja rein und raus klettern letztendlich. Und wenn ich mir jetzt überlege, hier mit der Box ein Bett drin aufbauen, dahinter schön schlafen, morgens Fenster aufmachen, rausgucken, da vorne oder auch hier. Guck dir die Perspektive an. So ein schönes Reetdachhaus da hinten an der Seite. Das ist schon so eine Kombination, wo ich denke, so wacht man auf jeden Fall gerne auf. Aber die Klappe geht natürlich auch ganz auf. Die kann man auch irgendwo hier einmal komplett aufmachen. Und dann habt ihr den freien Zugriff auf die gesamte hintere Küche. Wir sind jetzt hier, wir haben nur einen kurzen Slot, das Ganze zu filmen. Deswegen kann ich euch das gerade nur in der Theorie erklären. Das ist aber von der Idee genau wie die Küche, die wir in dem Vanstar auch bei Pössl mitbestellen können. Das ist quasi die neue Camp & Sleep Box, einmal in dem Anthrazit angepasst an das Fahrzeug. Aber die Grundidee bleibt das gleiche. Wir werden Schubladen auf beiden Seiten, auf der Seite haben und auf der anderen Seite eben, hier kommt noch ein Zwischenboden rein, Wassertanks und oben drüber das Waschbecken. Das heißt, ihr habt hier hinten so eine Art Heckküche, ein frei aufstellbarer Gaskocher. Und wenn man die Sitze vorne umlegt, da gucken wir gleich von der Seite noch mal rein, wie das Umlegen der Sitze geht, dann kann man hier mit 2 Brettern ein komplettes Bett nach vorne bauen. Das ist der Pössl-Vorschlag, wie man hier draußen Camper machen kann. Aber gerade für diese Autos, die untenrum eben noch nicht komplett wohnmobil sind, gibt es ja 1000 verschiedene Varianten mit verschiedensten Lösungen. Sprecht uns da einfach an, wir haben bestimmt noch die ein oder andere Idee, die man sich da auch gut anschauen kann. Und im Alltag, und das ist das Coole an dem Fahrzeugkonzept, nehmt ihr einfach diese ganze Camp & Sleep Box raus, packt die zur Seite und habt den ganz normalen Kofferraum, so wie er in so einer V-Klasse oder Vito immer vorhanden ist. Wenn ihr euch dann euren Vanstar bestellt habt und ihn endlich erhalten habt, dann könnt ihr euch so fürstlich, wie ich hier sitze, chauffieren lassen. Das ist total cool. Nach so einer Tagung heute so im Auto sitzen, entspannt zurücklehnen, Augen schließen und von einem guten und versierten Fahrer oder Fahrerin fahren lassen, das könnte ich mir schon vorstellen. So sind wir schon so viele Reisen von der Messe Düsseldorf nach Hause, anstrengende Messewoche, schön in die zweite Reihe und gemütlich chauffieren lassen. Als Mutter oder Vater ist man natürlich meistens irgendwie da vorne gefragt auf dem Fahrersitz. Auch ein cooler Steuerplatz. Da setzen wir uns mal hin und gucken, ob ich da genauso gut sitze wie hier. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist auf jeden Fall komfortabel. Serienmäßig könnt ihr beim Vanstar Fahrer- und Beifahrersitz drehen, damit man hier hinten eine richtig schöne Sitzgruppe draus machen kann. Und oben drüber haben wir das gleiche Dachbett, wie wir es im Campstar auch haben. Das heißt, wir haben hier ein im Härtegrad verstellbares Lattenrost mit drin, ein echtes Lattenrost, nicht irgendwelche Tellerfedern, sondern wirklich ein echtes Lattenrost. Und da oben drauf eine richtig schöne Matratze. Mal gucken, ob ich uns die mal so hier runterziehen kann. Das ist wirklich es bleibt eine Aufstelldachmatratze, aber die dürfte irgendwo zwischen 3,5 und 4 cm haben. Da sind wir uns noch nicht ganz einig, was es wird. Am Urlaubsort angekommen, könnt ihr das Bett nehmen und einfach nach oben drücken. Das bleibt dann oben unter der Decke hängen. Und das, was ich hier so schön finde, das ist ja ein Dach, was Pössl selber herstellt, ist, das hätten wir vielleicht machen sollen, bevor wir angefangen haben zu filmen, dann wird es nämlich hell, dass man wirklich hier, ich roll das mal kurz auf, dass wir ein bisschen mehr Raum für uns haben. So, und dann kann man das hier vorne festmachen. Und das sollte man auch richtig machen. Einmal hier festmachen und einmal hier festmachen. Und das Ganze hat man hier auf der Seite auch nochmal mit einem schönen Fliegengitter und hier auf der anderen Seite, ich mache mal ganz kurz das Bett runter, auch nochmal. So, jetzt rolle ich das nochmal kurz auf, dann könnt ihr nämlich von der Seite bei mir hier mit reingucken und dann können wir uns das Lattenrost mal gemeinsam anschauen. Sekunde, einmal hier hoch. Schön festmachen. Und dann hat nämlich dieses Dach, was Pössl selbst entwickelt hat, wo sind meine Reißverschlüsse? Da.
eine Art Cabrio-Funktion, dass ihr hier den gesamten Faltenbalg aufmachen könnt und reinschauen könnt. Und so kann man jetzt eben von hier schauen, wenn ihr mal unter das Bett guckt. Wir haben hier das Lattenrost. Das ist eben in Härtegraden stufenweise verstellbar, das wirklich für schwere und für leichte Menschen das die richtige Lösung ist. Und wenn man das Dach runterklappt, dann habt ihr eben dort auch ein bisschen mehr Raum, dass man auch etwas dickere Matratzen wunderbar unterbekommt. Ja, schickes Exterieur spricht meist auch für schickes Interieur. Wir haben hier, das wird auch mit der AMG-Line zusammenhängen, so ein Cockpit in so einer Art Carbon-Optik. Und das, was wir hier auf jeden Fall haben, ist das große Navigationsgerät, dieses MBUX. Mercedes-Benz. Ich weiß gar nicht, wofür das U steht. Wofür steht das U? Bitte einmal unten in die Kommentare. Das habe ich schon mal gewusst. Schreibt mal unten in die Kommentare, wofür MBUX steht, beziehungsweise blenden wir euch das jetzt ein. Das finden wir selber raus. War ein langer Tag, wir haben viel gefilmt. Es ist aber gerade, kennt ihr das, wenn plötzlich Wörter aus dem Kopf verschwinden? Ich dachte, ich könnte es sofort sagen. Das ist aber jetzt auch gar nicht der Punkt. Wir wollen gucken, wie man im Vanster sitzt. Einmal, ich mache uns mal Zündung an. Ich habe hier nämlich so einen kleinen Knopf 360 Grad. Der hat das 360 Grad Kamerasystem. Da sieht man, dass jetzt irgendein Kollege um uns rumläuft, der sich das hier anschaut. Jetzt ist er vorm Auto, da kommt noch eine zweite Kamera, die kommt auch da wieder raus, dass man eben nach vorne und nach hinten wunderbar gucken kann. Das ist schon eine coole Lösung. Und wie wir das aus dem Sprinter kennen, kann man hier dann einfach auch nur nach vorne und Seiten, die beiden Spiegelperspektiven. Also ich glaube, wer das 360 Grad Kamerapaket hat, sollte es wirklich schaffen, ohne Kannsteinditscher für die schicken Felgen und ohne Kratzer an der Seite klarkommen. Auf jeden Fall gibt es keine Ausreden mehr, wenn man doch irgendwo gegenfährt. Insgesamt haben wir halt ein Auto, was absolut auf PKW-Niveau ist. Sowohl vom Fahrverhalten als auch vom Sitzen. Ich habe ja selbst noch einen VW-Bus. Vielleicht wird er irgendwann ausgetauscht gegen so ein schickes Fahrzeug hier. Und im Bus sitzt man eindeutig mehr oben drauf. Das haben wir auch immer wir haben so ein Vergleichsvideo von Kepler und Jules Verne mal gemacht von Westfalia. Schaut euch das mal an. Da sieht man wirklich, wie man unterschiedlich in den Autos sitzt. Aber im Vanster sitzt du wirklich so ein bisschen im Cockpit drin und hast ein PKW-Fahrverhalten und merkst gar nicht, was für ein großer Kasten hinten dran ist. Ja, insgesamt glaube ich einfach ein schickes Auto, super attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr könnt euch das frei konfigurieren. Wir haben so ein paar Grundideen, wie man sinnvoll konfigurieren könnte. Das zeigen wir euch zwischendurch mal. Aber in Kürze könnt ihr bei uns Vanster und Camstar bestellen. Sobald die Preislisten endgültig da sind, zeigen wir euch die nochmal. Das verlinken wir dann jetzt hier auch unter dem Video, wenn das da ist. Wenn da noch kein Link ist, haben wir es noch nicht gefilmt. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit allen weiteren Videos. Schaut euch auch den Camstar an. Ja, und wenn ihr Fragen zu dem Fahrzeug habt, kommt einfach auf uns zu. Bis bald, alles Gute und viel Spaß mit den weiteren Videos.